Das Aufgabenspektrum ist ganz anders. Also vorher hat man ja Projektarbeit gemacht, die macht man jetzt nicht mehr. Also die inhaltliche Projektarbeit, es geht natürlich noch um Projektleitung oder Administration. Aber das wirklich, ich sag mal, eine Simulation aufsetzen oder eine Messung im Labor machen, das macht man jetzt nicht mehr. Sondern es geht vielmehr darum, Projekte anzubahnen, also zu Netzwerken, Verbundpartner zu finden, Industriekunden zu finden, mit denen dann ein Projekt aufzusetzen, das dann sicherlich noch zu administrieren und wenn das Projekt vorbei ist, vielleicht Nachfolgeprojekte zu akquirieren. Genau, also das Außenrum. Das ist die eine Rolle, die man einnimmt. Die andere Rolle ist die Führungsposition, dass man seine Kollegen führt, also die Abläufe steuert, Prioritäten setzt, die Kollegen fördert, dass sie sich weiterbilden können. Und die dritte Rolle ist natürlich auch eine wissenschaftliche Rolle, dass man über das Anbahnen der Projekte bestimmen kann, in welche Richtung man forscht und entwickelt. Dass ich nach meiner Promotion nicht gewechselt habe und dass ich vor allen Dingen diese Führungsposition angenommen habe. Ich habe jetzt nicht explizit auf die Führungsposition hingearbeitet, aber dieses Wagnis, die Stelle anzunehmen, hat mich jetzt schon positiv erfüllt gewissermaßen, aber ich habe mich auch weiterentwickelt. Also Sachen, die man vorher vielleicht nicht so viel gemacht hat, wie sehr viel Akquise, da war ich jetzt nicht so erfahren. Aber ich habe halt doch gesehen, dass ich mich da sehr schnell reinfinden kann und dass ich auch mein Fachwissen einbringen kann. Zu wissen, dass es nicht langweilig wird und dass man auch immer Fortschritte sieht. Als Führungskraft hat man diese Erfolgserlebnisse, diese Highlights und vielleicht auch Lowlights, aber jeden Tag. Da hat man gar keine Zeit, sich so lange mit einer Sache aufzuhalten, sondern es kommt ja gleich wieder die nächste Geschichte rein. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Arbeit bei Fraunhofer und hier am IPMS erstmal sehr oder verhältnismäßig selbstständig ist. Wir betreiben hier kein Mikromanagement, sondern man geht davon aus, dass der Mitarbeiter sich selbst organisieren kann. In dem Sinne braucht man auch so eine gewisse Verantwortungsbereitschaft, weil man dann einfach mal die Verantwortung für sein Schaffen übernehmen muss und dann entscheiden, okay, ich probiere das jetzt einfach mal und entweder es geht in die Hose oder wird ein Erfolg. Wenn man dann eine Führungsposition einnimmt, na klar, da muss man noch viel mehr Entscheidungen treffen und muss dann natürlich zu denen auch stehen.